Leichter Regen fällt auf die Asphaltstraße im Pilanesberg-Nationalpark in Südafrika und macht die Straßenoberfläche rutschig. Eine junge Löwin trat aus dem Gebüsch, ihr dunkelblondes Fell war mit nassem Schlamm verschmiert. Es war nicht allein, das Rudel stand auf der anderen Straßenseite und beobachtete es ängstlich durch den Regen. Die Jungen quiekten leise und hofften, dass ihre Mutter bald zurückkehren würde, während das große Männchen dahinter stand, um die Herde zu beschützen. Die Augen der Löwenmutter leuchteten entschlossen, denn auf der anderen Seite warteten ihre Jungen auf sie. Ohne zu schauen, raste es über die Straße, gerade als sich ein Touristenauto näherte. Das Quietschen der Bremsen war ohrenbetäubend, reichte jedoch nicht aus, um einen schrecklichen Zusammenstoß zu verhindern. Das Geräusch des Aufpralls hallte wieder und versetzte die ganze Herde auf der anderen Seite in Panik und zum Rückzug, wobei sie ihre Mutter voller Angst ansahen. Der Löwe fiel schwer atmend auf die nasse Straße und wurde dann still, rotes Blut vermischte sich mit dem Regen. Die offenen Wunden bluteten ununterbrochen und hinterließen rote Streifen auf dem kalten Bürgersteig. Zwei amerikanische Touristen, Daniel Brooks und Marcus Green, stürmten in Panik aus dem Auto. Daniel kniete nieder, hob vorsichtig den Kopf des Löwen an und prüfte, ob er noch atmete. Marcus zog zitternd sein Telefon heraus und wählte die Nummer des Rettungszentrums des Pilanesberg-Nationalparks. Seine Stimme war vor Angst gebrochen, als er die Situation beschrieb, während das Geräusch des Regens, der auf die Motorhaube des Autos prasselte, zu hören war. Daniel stand hinter dem Löwen und blickte ständig auf beide Enden der Straße, um zu verhindern, dass andere Autos nach vorne rasten. Sein Hemd war durchnässt, aber seine Arme bedeckten immer noch den riesigen, reglosen Körper des Löwen. Marcus sagte eindringlich: „Wir haben gerade einen Unfall miterlebt, eine Löwin ist schwer verletzt, wir brauchen sofort Hilfe." Der Betreiber versicherte ihm, dass die Ranger innerhalb von 30 Minuten eintreffen würden. Daniel zog seine leichte Jacke aus und legte sie auf die offene Wunde, um die Blutung vorübergehend zu stoppen. Er flüsterte: „Halte durch, gib nicht auf, deine Kinder warten auf der anderen Seite auf dich." Die Küken in der Ferne stießen einen leisen Schrei aus, woraufhin Marcus sich erstickend abwandte. Die beiden Touristen versuchten, ruhig zu bleiben, blickten auf die kalte, regnerische Straße und warteten auf Hilfe. Es nieselte immer noch, als ein Rangerauto des Pilanesberg-Nationalparks vorfuhr und die Scheinwerfer die nasse Straße erhellten. Elias Mukwena, ein erfahrener Parkranger, sprang mit einem speziellen Erste-Hilfe-Kasten in der Hand hinein. Begleitet wurde er von seinem jungen Kollegen und Tierarzt Dr. Willem Jacobs. Elias legte Marcus beruhigend die Hand auf die Schulter: „Du hast das Richtige getan, wir werden ihn retten." Dr. Jacobs drückte sein Stethoskop an die Brust des Löwen und runzelte die Stirn, während er dem schwachen Herzschlag lauschte. „Atmet noch, aber sehr kritisch", sagte er und injizierte dann eine Notfalldosis Schmerzmittel. Elias und seine Teamkollegen breiteten eine Trage mitten auf der verregneten Straße aus und bereiteten sich auf den Aufbruch vor. Vorsichtig hoben sie den Löwen auf die Trage. Unter Daniels Jacke sickerte noch immer Blut hervor. Der Regen durchnässte sein Haar und seine Schultern, aber das kümmerte niemanden, alle konzentrierten sich darauf, dieses Leben zu retten. Elias rief das Zentrum an und bat darum, den Operationssaal und die Röntgenausrüstung vorzubereiten. Der Krankenwagen raste im strömenden Regen davon und ließ die Löwen auf der anderen Seite warten. Daniel und Marcus sahen zu, ihre Augen leuchteten vor schwacher Hoffnung. In der Krankenstation von Pilanesberg stand ein medizinisches Team bereit, bevor der Krankenwagen eintraf. Der Löwe wurde in die Notaufnahme gebracht, das helle weiße Licht überstrahlte die Dunkelheit und den Regen draußen. Das Röntgengerät arbeitete sofort, die Ergebnisse zeigten deutlich Knochenbrüche und innere Verletzungen. Ein Bein war schwer gebrochen, viele Rippen waren angebrochen und der Körper war mit offenen Wunden übersät. Dr. Jacobs sagte streng: „Wir brauchen eine langwierige Operation, es gibt keine anderen Möglichkeiten." Es wurden Anästhetika gespritzt, chirurgische Instrumente sterilisiert und unter Kaltlicht vorbereitet. Draußen vor dem Fenster fiel stetig leichter Regen, wie der angespannte Herzschlag der Wartenden. Die Operation begann, die Blutung wurde gestoppt,
der gebrochene Knochen geschient und jeder Stich sorgfältig vernäht, um die Wunde zu schließen. Elias stand vor dem Raum, umklammerte seine Mütze fest und richtete seinen Blick auf die Tür des Operationssaals. Daniel und Markus saßen nebeneinander und beteten still für das Tier, das sie gerade gerettet hatten. Die Zeit verging langsam, nur das Geräusch des Nieselregens vermischte sich mit dem schweren Herzschlag. Nach 5 langen Stunden kam Dr. Jacobs heraus, sein Gesicht war müde, aber seine Augen strahlten. Die Operation war erfolgreich, er ist außer Lebensgefahr, lächelte er erleichtert. Der Löwe wurde in einen Wiederbelebungskäfig gelegt und mit einem Beatmungsgerät und intravenöser Versorgung ausgestattet. Elias nickte leicht und dankte den beiden Reisenden im Stillen für ihr rechtzeitiges Handeln. Am ersten Tag nach der Operation nieselte es noch, der Löwe lag regungslos im Aufwachkäfig. Die Ärzte überwachen jedes Lebenszeichen genau und nehmen dabei nie den Blick vom Monitorbildschirm. Elias wischte zärtlich das getrocknete Blut aus seinem kalten, nassen Fell. Am Ende des Tages regte sich das Tier leicht und öffnete seine müden Augen, um sich im Behandlungszimmer umzusehen. Ein kleiner Schlauch mit Wasser wurde eingeführt, es trank Schluck für Schluck, seine Atmung normalisierte sich allmählich. Ein schwaches Brüllen ertönte und rührte Daniel zu Tränen. Am zweiten Tag wurden die medizinischen Geräte nach Stabilisierung des Index schrittweise entfernt. Er versuchte aufzustehen, seine Beine zitterten, aber er war entschlossen, nicht hinzufallen. Ein Tablett mit frischem Fleisch wurde in den Käfig gestellt, der Geruch ließ seine Ohren leicht zucken. Es fraß langsam, seine Augen leuchteten auf, und nach kehrte das Leben zurück. Es wird überleben, Elias, da bin ich mir sicher, sagte Markus leise. Nachts wiegte es das Geräusch des Regens draußen in einen erholsamen Schlaf. Die Löwen außerhalb des Reservats beobachten ihn noch immer und warten auf den Tag seiner Rückkehr. Jeder weiß, dass die gefährlichste Phase vorbei ist. 2 Wochen später war der Schnitt verheilt und hinterließ ein paar schwache Narben auf seinem starken Körper. An einem leicht regnerischen Nachmittag wurde es in ein großes halbwildes Gehege in Pilanesberg gebracht. Es gibt grünes Gras, Schatten und den natürlichen Duft wilder Wiesen. Es holte tief Luft, seine Augen leuchteten auf und seine Beine gingen sicherer als zuvor. Elias und die Ranger beobachteten alles über Kameras und zeichneten jede Aktion auf. Es wurde eine simulierte Jagdübung durchgeführt, die mit neuer Kraft aufgeladen wurde. Das Brüllen hallte durch den Käfig und ließ alle vor Rührung ersticken. Seine Augen leuchteten und er wollte unbedingt zur wartenden Herde zurückkehren. Dr. Jacobs untersuchte gründlich und bestätigte einen stabilen Gesundheitszustand, keine weiteren Komplikationen. Obwohl die Narben blieben, kehrte es als stolzer Krieger zurück. In dieser Nacht lag er im schwachen Mondlicht und lauschte dem sanften Geräusch des Regens vor den Gittern. Der halbwilde Käfig ist jetzt ein Trainingsgelände und wartet auf den Tag, an dem er wieder in die Natur integriert werden kann. Während sie zusahen, wie sich der Löwe erholte, konnten Daniel und Markus die Blicke der Jungen nicht vergessen, die auf der anderen Straßenseite warteten. Sie verstehen, dass selbst fragile Grenzen wie eine Straße das Schicksal der Tierwelt bestimmen können. Elias sagte leise, wir können den Regen nicht stoppen, aber wir können die Straße sicherer machen. Das Geräusch des stetig fallenden Regens erinnert uns an die Zerbrechlichkeit der Natur gegenüber der menschlichen Welt. Und vielleicht sind Liebe und Verantwortung die starke Brücke, die diese beiden Welten miteinander verbindet.